wir sind hier mit Maurice Rodenburg. Du bist in den Top 4 des Silvercast-Turniers Richtig. mit 150 Spielern, also eigentlich sogar mehr. Und zwar mit ABC. Genau, das Klassiker-Deck. Ja, Klassiker. Und auch eben nach dem neuen Set, Genau. Invasion Vengeance. Und du spielst auch sogar die neuen Karten, ne? Gegen was hast du so gespielt? Ich habe heute sehr viel Mirror-Match gehabt. Ich habe vielleicht 4-mal Mirror-Match. Dann habe ich 2-mal gegen DA gespielt. Davor hatte ich richtig Angst vor diesem Mirror-Match, also gegen dieses Matchup, aber musste halt. Und dann habe ich halt gegen Metal Force 2-mal verloren, einmal in der Vorrunde und dann halt in den Tops. Ja, Alles klar. Dann zeig doch mal deine Deckliste und dann frage ich etwas. genau. Weiter. Erstmal Standard, 3A, 3B, 3C. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen. Ja. Dann 2 Maxi. Maxi ist einfach sehr gut, einfach um die Gegner aufzuhalten. Jeder ist spezial beschwört zurzeit und dann kommt er einfach gut. Und auch im Mirror Match ist es einfach auch sehr gut, um ihn zumindest den Plus zu verhindern oder beziehungsweise komplett auszubremsen. Dann 2 Silber und 2 Gold Gadget. Ja. Das glaube ich auch selbsterklärend. Dann 3 Trasher. Ja, und das war's an den Monstern schon. Dann zu den Spells. Auch klassisch. 3 Hunger. 3 Terraforming. 3 Töpfe. Weil man will einfach, wenn man dann die Combo raushaut, reinziehen und dann halt am Ende 3 Karten auf der Hand zu haben. Also viele spielen nur 2. Findest du 3 sind wirklich notwendig? Oder? Ja, auf jeden Fall, weil selbst wenn du den dritten irgendwie doof nachziehst, kannst du ihn durch Buster Dragon abwerfen. Und dann ist das egal. Okay. Dann 3 Twin Twister, manche spielen 2, aber ich finde 3 auf jeden Fall wichtig, weil einfach, wenn da irgendwie, du kannst so leicht aufgehalten werden durch einen Strike oder so auf den Gadget und dann war es das und du musst es halt verhindern. Das geht halt damit ganz einfach. Und dann 2 Instant Fusion. Ich wollte nicht 3 spielen, weil halt die anderen tot kommen werden. Und da ich halt 3 Töpfe spiele, kann ich halt eine banishen und eine habe ich dann immer noch. Deswegen halt 2 dann. Und dann als letztes spielt nicht jeder, aber Raigeki Main. Kam sehr gut, sehr, sehr gut, aber habe ich trotzdem immer wieder rausgebotet. So, kommen wir zu den Fallen. 3 Strikes, klassisch wieder. Ein Warning, leider. 2 Anti durch the Main. Ich finde es halt gut, wenn du First Turn gehst, einmal im Mirror Match einfach, dass du halt ihn einfach outplayen kannst, er kann Felspin nicht aktivieren und dann war es das eigentlich schon. Wenn du dann den Drachen noch hast, dann hast du eigentlich Game. Und natürlich gegen Pendel, mega gut. Wenn du First Turn einfach hinlegst, können nichts machen. Dann noch Emptiness, Klassiker, kann Spiele für sich entscheiden. Und dann aus dem neuen Set 2-mal Dimensionsbarriere. Boah. Wie kam die so? Die kam selten, aber wenn sie kam, sehr gut. Also ich habe sie oft gebanished durch die Töpfe. Das passiert halt leider, wenn man Töpfe spielt. Aber sie kam halt gut. Lustigerweise war das meiste, was ich gesagt habe, Fusion. Also jetzt nicht wegen ABC Dragon, was man jetzt denken könnte, sondern eher so, ich habe viele sehr mit Brilliant Fusion gespielt. Und dann halt einfach da drauf dann schon, um alles zu verhindern. Ja, cool. Würdest du vielleicht 3 spielen? Oder? Nee, ich finde 2 ist eine gute Menge, weil es gibt Matchups, wo sie tot kommt. Die kommt zwar selten vor. Ich habe auch einmal gegen Cosmo gespielt und da ist die Karte einfach nutzlos. Und man kann sie zwar mit Dragon Buster abwerfen, aber ja, ich finde 2 ist eine gute Menge. Okay. So, kommen wir zum Extra. Dann einmal 3-mal den Drachen. Das ist, glaube ich, selbst erklären. Gewinnt das Spiel. Dann den Norden für die 2 Instant Fusion. Dann Utopia und Shining. Auf jeden Fall muss und ist auch ein Game gewesen. Cosmo mit First Turn Dark Planet hingelegt. Einfach überrannt. Ja. Sehr gut. Dann die Standards. Trevirise, Castell, 2 Diamond. Also 2 ist klasse. Dann der Gusto kam gar nicht, aber ist auf jeden Fall sehr gut, um zu recyceln, falls das Spiel ein bisschen länger geht. Das Mirror Match habe ich nie gebraucht, weil irgendwie es sich nie ergeben hat, aber die Option ist einfach wichtig, finde ich. Dueller, ist eigentlich auch klar, vor allem gegen BA. Dann, ja, ist auch selbsterklärend, würde ich sagen, startet das ganze Game, die ganzen Kombos und macht einfach Mega Plus. Eigentlich so die wichtigste Karte schon fast, ne? Ja. Kam aber gar nicht so oft heute. Okay. Und als letztes ihn noch. Ich wollte erst überlegen, ob ich gar Callboy spiele, aber er ist dann doch besser. Der Draw ist vor allem wichtig, also finde ich wichtig im Middle Force Matchup.
Der saugt mir halt die Monster und wenn er ihn saugt, dann ja, ist halt trotzdem gut, weil du noch den Draw hast. Ja, Side-Deck. Side-Deck. Buch of Eclipse. Ist auch selbst erklären, glaube ich. Einfach halt für System Down, falls kommt, kannst du halt es verhindern. Oder halt, um den Kirin zu verhindern. Oder andere nervige Monster. Oder halt auch Dark Law, falls er kommen sollte. Also einfach eine sehr gute Karte und sehr flexibel halt auch. Dann 2 Chaos Hunter. Wenn ich halt nicht First gehe, sondern der Gegner First geht, dann board ich die rein. Dann habe ich halt einen Handtrap sozusagen, um ihn aufzuhalten. Könnte man auch 3-mal spielen oder auch 2-mal so? Ja, also man könnte theoretisch 3 spielen. Das Problem ist halt, dass man nicht so viel Platz hat im Side. Und ja, ich habe deswegen gecuttet. Weil ich halt unbedingt die 3 System Down spielen wollte. Na klar. Ist halt viel besser, aber ist halt First relativ nutzlos. Aber ja, ist halt selbsterklärend. Dann 2-mal Kaiju. Habe ich eigentlich nur reingepackt, weil ich Angst hatte, dass ich gegen Totally Awesome spiele und dass er mir das gibt und ich einfach nicht so eine richtige Out gegen habe. Und gegen Kirin ist natürlich gut. Im ABC-Matchup würde ich den halt nicht reinbauen. System Down ist einfach 100-mal besser. Okay. Dann die Outs gegen die Outs. Einmal Begriff aus anderen Dimensionen. Dann den tollen Topf, der sehr gut kommt. Ich habe gegen Cosmo mit seinen Monster zurückgemischt. Kam überraschend, aber halt auch sehr gut. Und Alarm, ja, Alles klar. falls ich raus bin, kann ich wieder reinkommen. Dann noch 3 Typhoon, einfach für Pendulum und halt, falls My Spectre hier verstecktes Dorf spielt, ein Out, ist jetzt nicht viel, aber Ja. irgendwie halt eine Option. Dann Durchbruchfähigkeit, ja, ist genauso. Ich habe halt Frosch mehr erwartet, dass ich halt gegen die Frösche ein Out habe und ja, habe ich auch nicht einmal benutzt. Und dann Schatteneinschwellender Spiegel, weil ich hatte so Angst vor das Matchup gegen BA und kam auch richtig gut. Also wenn man sie hat und er nicht den Twister mehr hat, dann ist das halt Game. Ja, alles klar. Würdest du noch was verändern irgendwie? Nö, eigentlich alles perfekt. Also ich würde alles so lassen. Ich würde gucken, wie sich das Meta jetzt noch so ein bisschen entwickelt und dann vielleicht das Side-Deck ein bisschen umbauen. Aber ansonsten würde ich es so lassen. Okay, willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich möchte einmal meine Freundin grüßen und Michael, mit dem ich hier bin und die ganze Crew aus Hannover. Alles klar, dann danke für Sacrifice. Kein Problem.